In der rauen und trockenen afrikanischen Savanne ist das Leben eine ständige Herausforderung. Wie überleben die Tierarten, wenn Wasser und Nahrung knapp sind und an jeder Ecke Gefahr lauert? Wildes Afrika. Der Kampf um Macht und Überleben. Über den weiten goldenen Grasflächen steigt die rote Sonne wie ein Messer aus dem Horizont empor und durchdringt den dünnen Nebel. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf die Erde und erwecken eine pulsierende Welt zum Leben, in der jeder Atemzug, jedes noch so leise Geräusch über Leben und Tod entscheiden kann. Das Gras wiegt sich im sanften Wind, während eine Herde Zebras langsam durch das Flachland zieht, begleitet von kleinen Thomson-Gazellen, die sich wie Lichtpunkte über die verbrannte Erde bewegen. Leise Geräusche hallen wieder. Vogelgesang, eilige Schritte und irgendwo in der Ferne das gleichmäßige Atmen eines Raubtieres, das aus der Ferne beobachtet, still wie ein Schatten. Im Schatten niedriger Büsche liegt eine Leopardin auf dem Boden und starrt mit kalten Augen auf die Ferne. Neben ihr kuschelt sich ein Wurf weniger Monate alter Jungtiere an ihre Mutter und spielt leise. Sie wissen noch nicht, dass Hunger die dringlichste Warnung der Natur ist und dass ihre Mutter die Last ihres Überlebens auf ihren leisen Pfoten trägt. Ihre Körper sind klein und mit einem weichen, hellgelben Fell bedeckt, das mit dunklen Flecken übersät ist, einem genetischen Merkmal ihrer Art. Auf ihrem Rücken erstreckt sich ein markanter Streifen hellen Fells vom Nacken bis nahe zum Schwanz, ein einzigartiges Merkmal der Jungtiere, das ihnen hilft, sich besser im sonnenverbrannten Gras zu tarnen. Das weibliche Raubtier, das als Star der Leichtathletik der Natur bezeichnet wird, ist eine perfekte Geschwindigkeitsmaschine, die durch Millionen von Jahren der Evolution perfektioniert worden ist. Sein Körper ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, lange, leichte Beine, eine federnde Wirbelsäule, nicht einziehbare Klauen für besseren Halt beim Laufen und ein langer Schwanz, der ihm hilft, bei schnellen Richtungswechseln das Gleichgewicht zu halten. Bemerkenswert ist, dass ihre Augen nach vorne gerichtet sind, was ihr hilft, sich präzise zu orientieren und ihre Beute aus der Ferne zu verfolgen. Doch selbst absolute Geschwindigkeit auf dem Land kann in einer feindlichen Welt keinen Erfolg garantieren. Dieses Gepardenweibchen muss seine Jungen alleine beschützen, täglich jagen und allen Gefahren ausweichen, die ihr drohen, von Hyänen und Löwen bis hin zum Verhungern.
Die Mittagssonne breitet sich über dem rissigen Boden aus und fegt jedes trockene Grashalmchen weg, als würde sie die Oberfläche der Prärie verbrennen. Eine sanfte Brise trägt den Duft der Erde, des Fells und den unfassbaren Geruch des Hungers, der um die Lebewesen herumhängt, die zum Überleben auf die Jagd angewiesen sind. Die Leopardin erhob sich aus dem Gras. Seit ihrer letzten vollständigen Mahlzeit waren 3 Tage vergangen. Ihr Magen war leer und hinter ihr waren ihre Jungen unruhig und erschöpft vor Hunger. Mehr als 200 Meter entfernt graste eine Herde Gazellen auf einer Lichtung. Sie waren klein, flink und wachsam, aber sie waren die ideale Energiequelle, wenn sie Erfolg haben würde. Die Leopardin duckte sich und kroch durch das dichte Gras. Eines der Jungen hatte sich von der Herde entfernt. Der Moment war gekommen. Sie drehte sich zu den Büschen um und stieß ein tiefes, langes Knurren aus, das leise genug war, dass die Jungen es nicht hören konnten. Diese kamen mit leuchtenden Augen und gespitzten Ohren angerannt. Ihre kleinen Körper waren jetzt kräftiger, ihre Krallen härter, und mit unsicheren, aber eifrigen Schritten näherten sie sich ihrer ersten Mahlzeit aus rohem Fleisch. Unter der sengenden Nachmittagssonne der Serengeti versammelten sich ihre gefleckten Körper um den Kadaver der Gazelle, ein ungewöhnliches Bild des Friedens in einem Land, des Geschwindigkeits, des Wettbewerbs und des Instinkts. Während die Mutter und die Welpen den Kadaver der Gazelle fraßen, tauchte am Rand der Wiese ein Schatten auf. Eine Hyäne. Bald gesellten sich weitere zu der Herde. Sie rückten langsam näher und umzingelten sie. Ihre Augen glänzten bei der Aussicht auf eine kostenlose Mahlzeit. Als die Hyänen auftauchen, sehen die Jungen sie sofort und rennen in die Büsche. Die Leopardenmutter zögert nicht, vorzustürmen und die führende Hyäne zu schlagen, sodass sie zurückweicht. Dann änderte sie schnell die Richtung und führte die ganze Herde von dem Ort weg, an dem sich ihre Jungen versteckten. Im Chaos war der größte Teil des Kadavers weggezogen und zerfetzt worden. Als die Mutter zurückkam, war die Beute fast verschwunden, aber ihre beiden Jungen waren in Sicherheit. Und für sie war das Leben ihrer Jungen mehr wert als jede Beute. Auf dieser Wiese war Überleben der Sieg und Schutz der stärkste Instinkt. Am Rande der Wiese, wo die Büsche spärlich waren und die Sonne auf den Boden schien, lief der Sekretärsvogel wie ein großer Streifenpolizist mit einem schlanken Hals, hellgrauen Federn und einer markanten Federhaupt auf dem Kopf. Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren, die durch die Lüfte fliegen, nutzt er seine langen, kräftigen Beine, um mit extrem schnellen Tritten zu jagen,
die ausreichen, um eine giftige Schlange mit nur wenigen Tritten zu töten. Schlangen sind seine Lieblingsbeute, aber er lässt kein kleines Tier unversucht, das ihm über den Weg läuft. Eine kleine Bewegung im Gras, ein Tritt. Die Schlange liegt regungslos da. Er pickt den Kopf der Schlange, verschlingt sie schnell und setzt seinen Weg fort. Jeder Schritt ist für diesen einzigartigen Jäger ein Kampf ums Überleben. Auf dem trockenen, staubigen Boden hallt das Geräusch der Schritte wie ferne Trommelschläge wider. Eine Herde Gnus bildet eine endlose Linie, die sich über die grasbewachsenen Hänge erstreckt, wie ein brauner Fluss durch ein goldenes Meer fließt. Mit ihren starken, gebogenen Hörnern, ihren hohen Schultern und ihren muskulösen Körpern verfügen diese Tiere zwar weder über absolute Schnelligkeit noch über scharfe Waffen, aber sie haben etwas, das alle Raubtiere auf Distanz hält: ihre Anzahl und ihren Herdentrieb. Mehr als 1 Million Tiere wandern jedes Jahr zwischen Kenia und Tansania hin und her und durchqueren Flüsse, Grasland, sonnenverbrannte Ebenen und Gebiete voller Raubtiere. Jede Reise ist ein Glücksspiel. Neue Weiden und sauberes Wasser finden und den versteckten Klauen ausweichen. Am Rand der Herde klammern sich die Jungtiere an ihre Mütter. Die erwachsenen Männchen laufen zu beiden Seiten und achten auf das geringste Geräusch in der Steppe. Das Chaos kann jeden Moment ausbrechen. Ein Löwensprung, ein plötzliches Brüllen aus dem Gebüsch und die Herde explodiert in Graswellen. Die wilden Tiere kämpfen nicht, um zu gewinnen, sie rennen, um zu überleben. Aber wenn sie in die Enge getrieben werden, können ihre gebogenen Hörner den Bauch eines Feindes durchbohren und ihr Gewicht von fast 300 Kilogramm kann einen Geparden zu Fall bringen. Jeder Schritt der Herde ist ein Herzschlag in der Savanne. Sie sind die Lebensquelle der Raubtiere, die treibende Kraft hinter dem Nachwachsen der Graslandschaften und der Beweis für die einfachste Wahrheit des Überlebens in der Natur durch Ausdauer. Während sich die Herde in den staubigen Nebel zurückzieht, taucht ein weiteres großes, stilles Tier mit langen, gemächlichen Schritten auf. Der Strauß, ein flugunfähiger Vogel, der über Waffen verfügt, die nur wenige zu unterschätzen wagen würden. Mit einer Höhe von bis zu 2,7 Metern und einem Gewicht von über 120 Kilogramm ist er der größte Vogel der Welt. Seine Flügel sind nicht groß genug zum Fliegen, aber sie sind nicht nutzlos. Sie dienen ihm dazu, beim Laufen das Gleichgewicht zu halten oder beim Verfolgen seiner Feinde anzugeben. Seine gefährlichste Waffe sind seine langen, kräftigen Beine mit 2 Zehen, von denen der vordere ein scharfer Sporn ist. Ein Tritt des Straußes kann Knochen brechen und sogar ein junges Löwen töten, wenn es sich ihm im falschen Anwinkel annähert.
Seine Augen sind die größten aller Landtiere und haben fast den gleichen Durchmesser wie die des Menschen, wodurch er Gefahren aus Hunderten von Metern Entfernung erkennen kann. Im Gegensatz zu anderen Waldvögeln leben Strauße von ihrem Sehvermögen und ihren Reflexen auf dem Boden. In trockenen Graslandschaften. Sie bewegen sich oft in kleinen Gruppen fort, wobei in der Regel ein Männchen mit gestrecktem Hals und dem Blick auf den Horizont gerichtet vorangeht. Manchmal laufen sie neben Herden von Antilopen oder Zebras und nutzen die Ohren, Augen und Instinkte der anderen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ein Weibchen am Ende der Herde brütet die Eier unter niedrigen, dornigen Büschen aus. Die Eierschalen sind so groß wie Melonen, dick und undurchsichtig. Strauße sind die Vögel mit den größten Eiern der Welt und gehören auch zu den Vögeln, die sich am meisten um die Aufzucht ihrer Jungen kümmern. Die Männchen brüten abwechselnd nachts, wenn die Raubtiere am aktivsten sind. Sie können weder fliegen noch klettern oder sich in Höhlen verstecken. Aber in der Natur haben ihre Ruhe, ihre stählernen Beine und ihre Bereitschaft, ihre Jungen zu beschützen, die Strauße über Millionen von Jahren der Evolution hinweg am Leben erhalten. Vor dem klaren Himmel, zwischen den hohen Bäumen, die den großen See säumen, ertönt ein fernes, lautes und langanhaltendes Schreien, wie die ersten Töne eines Liedes einer Spezies, die einst den Himmel beherrschte. Es ist der Schrei des afrikanischen Fischadlers, dem unverwechselbaren Symbol für die wilden Gewässer des Kontinents. Mit schneeweißen Federn auf der Brust, weißem Kopf und dunkelbraunem Rücken und Flügeln stechen sie als lebendes Symbol hervor. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern, scharfen, messerlatigen Krallen und kalten, durchbringenden Augen sind sie spezialisierte Raubtiere, die in ihrem Revier konkurrenzlos sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Adlern, die Landtiere oder kleine Vögel jagen, sind afrikanische Fischadler Meister der Unterwasserjagd. Sie haben ein besonderes Talent mit kleinen Widerhaken, die ihnen helfen, rutschige Beute zu fangen. Wenn sie Fische in der Nähe der Oberfläche sehen, tauchen sie mit unglaublicher Geschwindigkeit. Schlagen blitzschnell auf das Wasser und schließen reflexartig ihre Krallen. Sie tauchen nicht tief und greifen nicht wahllos an. Jeder Tauchgang ist eine präzise Berechnung von Winkel, Tiefe und Schwungkraft. Sobald sie ihre Beute gefangen haben, heben sie mit enormer Kraft in ihren Flügeln wieder ab, wobei ihre Füße den Fisch fest wie in einem Schraubstock umklammern. Oft bauen sie ihre Nester in den hohen Ästen von Bäumen in der Nähe von Flüssen und Seen, von wo aus sie das gesamte Gewässer wie eine Festung überwachen. Adlerpaare leben in der Regel ihr ganzes Leben lang zusammen und wechseln sich bei der Jagd und Aufzucht ihrer Jungen ab.
Jedes Mal, wenn ihre Schreie über den See hallen, wird die Stille unterbrochen, nicht durch Lärm, sondern durch tödliche Präzision. Der See kehrt zur Ruhe zurück, nachdem die Adler getaucht sind. Aber unter dem ruhigen Wasser taucht langsam eine riesige Gestalt auf. Ihre Augen, Ohren und Nase ragen wie bewegliche Felsen aus der Oberfläche heraus. Es handelt sich um ein Nilpferd, ein Tier, das langsam und sanftmütig wirkt, aber zu den gefährlichsten Tieren Afrikas gehört. Mit einem Gewicht von über 1500 Kilogramm und einer dicken, rosagrauen Haut ist das Nilpferd ein riesiges amphibisches Tier, das die Hälfte seines Lebens im Wasser verbringt. Seine Augen, Nase und Ohren befinden sich oben auf dem Kopf, sodass es seine Umgebung beobachten kann, während der größte Teil seines Körpers unter Wasser bleibt. Sie jagen nicht, haben keine Klauen, aber extrem starke Zähne mit bis zu 50 Zentimeter langen Stoßzähnen, mit denen sie Knochen oder kleine Boote zerbrechen können. Innerhalb ihres Territoriums, das in der Regel ein Abschnitt eines Flusses oder eines Sumpfes ist, dulden Flusspferde keine Eindringlinge anderer Arten, einschließlich Krokodile. Tagsüber tauchen sie ins Wasser, um ihre Körpertemperatur und Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Und ihre Haut scheidet eine rosafarbene Substanz aus, die als natürlicher Sonnenschutz und antibakterielles Mittel wirkt. Nachts verlässt die Herde den Fluss, um auf dem Festland zu grasen, wobei einige Tiere mehrere Kilometer zurücklegen können. Trotz ihrer pflanzlichen Ernährung sind Flusspferde für ihre aggressive und territoriale Art bekannt, besonders wenn sich Jungtiere in der Herde befinden. Ein dominantes Männchen bewacht stets die Herde der Weibchen und kontrolliert das Wassergebiet mit tiefen Knurrlauten, die es aus seiner Kehle oder sogar unter Wasser von sich gibt. Ohne Hörner, unfähig schnell zu rennen oder zu klettern, sind sie der Inbegriff von Stabilität und stiller Kraft. Und in diesen Gewässern sind es nicht Löwen oder Krokodile, die herrschen, sondern die unbeweglichen Wesen, die warten und niemals nachgeben. Die Trockenzeit kommt ohne Vorwarnung. Der einst riesige See ist nun auf seichte Pfützen mit trubem Wasser geschrumpft, die nach Schlamm und verrauteten Algen stinken. Die Sonne brennt auf die Erde und die Haut der Flusspferde wird grau und runzelig. Die Temperaturen steigen, der Wasserstand sinkt und die Spannung steigt. Wenn das Wasser zurückgeht, beginnen sich die Grenzen zwischen den Nilpferdherden zu überschneiden.
Es gibt kaum noch Wasser, das tief genug ist, damit die gesamte Herde eintauchen kann. Die Nachzügler sind gezwungen, sich einen anderen Ort zu suchen oder um ihr Überleben zu kämpfen. Schließlich gibt das junge Männchen auf und zieht sich zurück mit blutüberströmtem Kiefer und von Erschöpfung und Niederlage geröteten Augen. Er entfernt sich langsam vom Wasserloch, nicht aufgrund seiner Schnelligkeit, sondern aufgrund eines alten Gesetzes: Die Schwachen müssen gehen. Hinter ihm kehrt der Anführer mit den Weibchen und den Jungen zurück. Er gibt keinen Laut von sich, schlägt sich nicht auf die Brust. Prahlt nicht, die Stille des Siegers in einer Welt ohne Richter. Während das Wasser zurückgeht, bricht der Boden auf und der Lebensraum wird immer kleiner. Denn nur diejenigen, die im Teich stehen bleiben, haben die Chance, auf die nächste Regenzeit zu warten. Die ersten dunklen Wolken sammeln sich am Horizont, schwer und still wie eine Armee, die auf das ausgedörrte Land vorrückt. Der Wind nimmt zu und der Geruch von Elektrizität liegt in der Luft. Dann hallt der erste Donner wie ein lauter Trommelwirbel und weckt das schlafende Leben. Der Regen fällt in Strömen. Jeder Tropfen fällt auf den rissigen Boden und tränkt jedes trockene Körnchen Erde, jede schlafende, elfenbeinfarbene Wurzel. In nur wenigen Tagen ist die gesamte Prärie mit einem neuen Mantel bedeckt, frisch, grün, üppig und voller Leben. Die Vegetation erwachte, das Gras wuchs kräftig und die niedrigen Bäume trieben dicht aus. Entlang der wiederbelebten Bäche blühen Wildblumen gleichzeitig und bedecken die Ebenen mit Weiß, Violett und Gelb. Die Tiere kehren zurück, angezogen vom Geruch des Wassers. Herden von Antilopen, Zebras und Büffeln strömen auf die neuen Wiesen. Giraffen strecken ihren Hals, um die jungen Triebe zu fressen.
Zugvögel kehren aus der Ferne zurück und gleiten in der kühlen Brise dahin. In den wiedergefüllten Teichen tauchen Herden von Flusspferden auf, um schwer atmend Luft zu holen, nun ohne die Anspannung des Kampfes. Krokodile liegen reglos im trüben Wasser und warten darauf, dass ihre Beute vorbeikommt. Kleine Lebewesen wie Frösche, Libellen und Insekten schließen sich der großen Symphonie der Wiedergeburt an. Am klaren Himmel nach dem Regen fliegen die Adler wieder und breiten ihre Flügel gegen die Wolken aus. Auf dem Boden beginnen Geparden, Löwen und Wildhunde ihren neuen Kreislauf des Überlebens. Die Graslandschaften verändern sich ständig. Jeder Regentropfen, jede Dürre, jede Jagd und jede Flucht sind ein Glied im großen Kreislauf des Lebens. Hier gibt es keine ewigen Sieger, aber auch niemanden, der für immer schwach bleibt. Nur diejenigen überleben, die sich anpassen, durchhalten und weitermachen. Und wenn die Sonne wieder über dem feuchten Horizont aufgeht, beginnt für die Prärie ein neues Kapitel, als hätte es nie Narben gegeben. In den weiten Ebenen, die sich endlos erstrecken, hört der Kampf ums Überleben nie auf. Das ist Kenia, das Königreich der Raubtiere. Wildes Kenia. Tödliche Kämpfe und Überleben. In den riesigen Graslandschaften der Masai Mara, wo staubige Winde den Geruch von Leben und Tod mit sich tragen, steht der afrikanische Löwe Panthera leo als ultimatives Symbol der Macht. Mit seiner dichten schwarzen Mähne, seinem stählernen Blick und seinem fast 200 Kilogramm schweren Körper ist er der ungekrönte König der Savanne. Doch sein Thron ist alles andere als sicher. Jeder männliche Löwe kann ihn herausfordern. Und nur der Stärkste überlebt, um das Revier und das Recht zu leben für sich zu beanspruchen. Ein charakteristisches Merkmal männlicher Löwen ist ihre dichte Mähne, die den Hals umgibt und manchmal tiefschwarz ist. Sie symbolisiert Stärke, Alter und Fortpflanzungsfähigkeit. Die Mähne zieht nicht nur Weibchen an, sondern schützt auch den Hals bei heftigen Kämpfen.
Im Gegensatz dazu haben Löwinnen keine Mähne, wodurch sie sich freier bewegen und bei der Jagd besser verstecken können. Dieser Unterschied spiegelt deutlich ihre Rollen wider. Männchen schützen das Revier, während Weibchen für die Jagd verantwortlich sind. Löwen leben in Ruden, die aus bis zu 30 Individuen bestehen können, mit einigen dominanten Männchen und vielen Weibchen. Stillen, agilen Jägerinnen, die nahtlos wie eine Kampfeinheit zusammenarbeiten. Jede Jagd ist ein Spiel um Leben und Tod, das sowohl Geduld als auch Kalkül erfordert. Eindringlinge, männliche Löwen aus anderen Revieren, können eindringen, die Hierarchie herausfordern und Jungtiere töten, um die dominante Blutlinie zu verändern. Als die Sonne hoch am Himmel steht, versenken ihre Strahlen die Graslandschaft und Stille legt sich über die Luft. Aber unter der Ruhe braut sich ein Sturm zusammen. Am Rande der kargen Graslandschaft beginnen schwache goldene Schatten sich langsam zu bewegen. Eine Gruppe von Löwinnen blinzelt gegen das Sonnenlicht, ihre Muskeln unter dem Fell bilden einen Kreis. In der Ferne nähert sich eine Herde Kappbüffel vorsichtig der Wasserstelle. Jedes Tier wiegt fast 1 Tonne, seine Hörner sind wie schwarzer Stahl gebogen und bereit, jeden Eindringling zu zerreißen. Aber gerade ihre Größe und Langsamkeit machten sie zu idealen Zielen für eine Gruppenjagd. Löwen jagen Büffel nicht alleine, da sie zu gefährlich sind. Sie jagen in Gruppen und wenden dabei die Taktik an, ihre Beute aufzuteilen. In seltenen Momenten der Ruhe zeigen Löwen jedoch eine ganz andere Seite von sich. Liebevoll, sanft und beschützend. Die Weibchen im Rudel gebären normalerweise etwa zur gleichen Zeit und statt sich nur um ihre eigenen Jungen zu kümmern, arbeiten sie zusammen, um den gesamten Wurf aufzuziehen.
Als matriarchalische Familie fungiert jede Löwin als Stiefmutter, die die Jungen stillt, sie sauber leckt und vor Raubtieren schützt. Männliche Löwen sind zwar nicht direkt an der Aufzucht der Jungen beteiligt, dienen aber als Schutzschild des Rudels. Ihre Präsenz mit ihrer dichten Mähne, ihrem lauten Brüllen und ihrer überlegenen Kraft wirkt als Barriere gegen Eindringlinge. In dieser Welt überlebt jedes Löwenjunges nicht nur dank der Milch seiner Mutter, sondern auch dank der Unterstützung des Rudels und der Kämpfe, die sein Vater ausfichtet. Auf diese Weise lehrt die Natur sie, Könige zu werden oder auf der Suche nach Vorherrschaft zu sterben. Aus diesem Grund hat das Überleben jedes Einzelnen nicht nur für die Art, sondern auch für die Artenvielfalt der afrikanischen Savanne eine immense Bedeutung. Weiter südlich, wo der mächtige Kilimanjaro wie ein gespenstischer Wachter über der Savanne thront, tauchen afrikanische Elefanten lautlos aus dem frühen Morgennebel der Amboseli-Sümpfe auf. Im Gegensatz zu Löwen sind Elefanten ruhig und still, als trügen sie die Erinnerung des gesamten Kontinents auf ihren Schultern. Afrikanische Elefanten, Loxodonta africana, sind die größten Landtiere der Welt. Erwachsene Tiere können bis zu 6 Tonnen wiegen, über 3 Meter groß werden und so alt wie ein Mensch, über 60 Jahre alt werden. Sie haben große Ohren, die wie die Karte Afrikas geformt sind und sowohl als Kühlorgane als auch als Mittel zum Ausdruck von Emotionen dienen. Vor allem aber ist der lange Rüssel, ein wunderbares Organ mit über 40.000 Muskeln, das unglaublichste Geschenk der Evolution. Er dient als Nase, um zu riechen, als Hände, um Nahrung aufzunehmen, als Dusche, um zu baden und als Trompete, um die Herde zu rufen, zu warnen oder zu trösten. Eine Elefantenherde wird in der Regel von dem ältesten Weibchen angeführt, der sogenannten Matriarchin. Sie ist die Anführerin, das lebende Gedächtnis, das sich an jeden ausgetrockneten Fluss, jede alte Wanderroute und jedes Anzeichen der Trockenzeit oder des Grundwassers erinnert. Männliche Elefanten verlassen die Herde, sobald sie geschlechtsreif sind, um allein oder in kleinen Gruppen zu leben. Sie kehren nur während der Paarungszeit zurück. In dieser friedlichen Umgebung wird ein Elefantenbaby geboren, umgeben von seinen Tanten. Es zittert, seine Ohren flattern, seine Augen sind noch nicht ganz geöffnet. Seine Mutter streichelt es mit ihrem sanften Rüssel und stützt es, während die anderen Elefanten einen schützenden Kreis um sie bilden. Diese Geburt ist zwar einfach, aber ein seltenes Wunder. Elefanten bringen nur alle 4 bis 5 Jahre ein Kalb zur Welt und die Tragzeit dauert fast 22 Monate, die längste unter den Säugetieren.
Als die Sonne hoch am Himmel steht, macht sich die Herde langsam auf den Weg zum Sumpf und schreitet leise durch den weichen Schlamm. Die Kälber spielen im Wasser, planschen und schwingen wild mit ihren Schwänzen, während ihre Rufe in der friedlichen Luft widerhallen. Hinter dieser friedlichen Szene verbirgt sich aber Grausamkeit. Jedes Jahr werden Tausende von Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet. Ganze Herden werden nur für wenige Kilogramm Elfenbein ausgerottet. Inmitten dieses Verlustes gibt es aber noch Hoffnung. In Kenia arbeiten Naturschutzgebiete wie Amboseli, Tsavo und Samburu eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen, um Elefanten zu schützen. Programme wie GPS-Ortung, Drohnenpatrouillen gegen Wildtarer und Aufklärung über den Wert von Elefanten bewirken etwas. Denn wenn die Elefanten verschwinden, stirbt nicht nur eine Tierart aus, sondern ein ganzes Ökosystem gerät ins Wanken. Ohne sie wachsen die Bäume ungehindert. Ohne sie geraten alte Wasserwege in Vergessenheit. Ohne sie verliert Afrika seine Hüter der Erinnerung und wir einen Teil unseres Gewissens. Während die Nachmittagssonne ihren goldenen Schein über die Samburi-Halbwüste wirft, die sich wie geschmolzenes Metall ausbreitet, gleitet ein schlanker Schatten lautlos über das niedrige Gras. Es sind nicht die Spuren eines Löwen, sondern die eines Geparden, Acinonyx jubatus, dem schnellsten Tier der Welt und gleichzeitig einem der am stärksten gefährdeten. Im Gegensatz zu Löwen oder Leoparden leben Geparden nicht in Rudeln, sondern meist als Einzelgänger. Weibchen ziehen ihre Jungen alleine auf, während Männchen manchmal mit ihren Brüdern kleine Gruppen bilden, eine einzigartige Form der biologischen Allianz zum Schutz ihres Territoriums. Ihre Körper sind auf Geschwindigkeit optimiert. Schlanke, lange Körper, hohe Beine, flexible Wirbelsäulen, kleine Köpfe und lange Schwänze helfen ihnen, sich bei Geschwindigkeiten von bis zu 112 Kilometern pro Stunde zu bewegen. Im strahlenden Sonnenuntergang pirscht sich ein weiblicher Gepard an seine Beute an. Vor ihm befindet sich ein junges Thomson-Gazellen, das sich von der Herde abgesondert hat. Geparden jagen nicht mit Ausdauer, sondern mit Geschwindigkeitsschünen. Der entscheidende Schlag erfolgt in weniger als 20 Sekunden.
Dann stößt sie einen Schrei aus, ein unverwechselbares Geräusch, das wie ein hoher, unterbrochener Zwitscherton klingt. Der Schrei hallt über die Graslandschaft und sendet ein Signal der Sicherheit aus. Unmittelbar danach vollführt die Leopardenmutter eine seltsame Handlung. Sie kratzt mit ihren Krallen in den Boden und das trockene Gras um sie herum. Nicht um ihre Krallen zu schärfen, sondern um ihr Revier zu markieren. Die Kratze und die aus ihren Pfoten freigesetzten Pheromone signalisieren anderen Leoparden, dass dieses Gebiet beansprucht ist. Eine stille, aber mächtige Signatur in der wilden Steppe. Gleichzeitig hilft diese Handlung, den Geruch von Blut zu verbergen, um so das Risiko, von Hyänen oder Löwen entdeckt zu werden. Nur wenige Minuten später lugen die Jungen aus den nahegelegenen Büschen hervor. Sie rennen ungeschickt über ihr weiches Fell, das mit schwarzen Flecken übersät ist und entlang ihres Rückens mit langen Haaren gestreift ist. Die eine Mähne bilden, die ihnen hilft, sich in die Graslandschaft einzufügen und Honigdachse zu imitieren, eine wilde Spezies, die Raubtiere eher meiden. Dies ist ein natürlicher Verteidigungsmechanismus, mit dem die Jungen in der verwundbarsten Phase ihres Lebens ausgestattet sind. Obwohl sie noch nicht jagen können, lernen die Jungtiere schnell. Sie umkreisen vorsichtig den Kadaver. Jede Mahlzeit ist eine Lektion im Überleben, wie man Fleisch zerreißt, in schwache Stellen beißt und die Ohren stets auf Gefahren aufmerksam hält. Geparde schützen ihre Beute nicht mit Kraft, sondern verlassen sich auf Geschwindigkeit, Intelligenz und Opportunismus. Ihre Mahlzeiten sind immer kurz, sie fressen schnell und ziehen sich dann zurück, wobei nur ein raschelndes Feld und die langsam am Samburu-Horizont verschwindende Sonne zurückbleiben. Heute gibt es weltweit nur noch etwa 7000 wilde Geparden. Aufgrund des Verlustes ihres Lebensraums, der Verknappung ihrer Beute und Konflikten mit Menschen wird ihr Lebensraum zunehmend eingeschränkt. Im Gegensatz zu Löwen benötigen Geparden weite, ruhige Gebiete, um effektiv zu jagen. In Kenia setzen sich Naturschutzgebiete wie Meru Olpebieta und das Cheetah Guardian Programm durch Überwachung, Aufklärung und Maßnahmen gegen Wildterei für den Schutz dieser Tierart ein. Jedes überlebende Tier ist ein Sieg für die Natur. Mit der Zeit gelangen wir in eine andere Welt. Die Welt der Menschen, die jedoch ebenso eng mit der Wildnis verbunden ist wie die Luft, die wir atmen. Im Süden Kenias, unter freiem Himmel und endlosen Graslandschaften, lebt das Volk der Maasai, einer der ältesten und bekanntesten Stämme Afrikas.
Sie sind Krieger, Hirten und stille Wachtjäger der wilden Welt um sie herum. Mit roten Schuka-Tüchern über den Schultern und bunten Perlenketten um Hals und Ohren erscheinen die Maasai als Teil der Landschaft, auffällig, jedoch harmonisch, als wären sie aus der Erde geboren. Unter den runden Lehm- und Zweighütten, die sogenannten Bomas, verläuft das Leben in einem gemächlichen Tempo. Kinder spielen mit Ziegen, Erwachsene treiben Rinder auf der Suche nach Weideland und Älteste erzählen Geschichten über Löwen, nicht als Raubtiere, sondern als Teil des Heiligen Geistes des Landes. Wenn du einen Löwen unnötig tötest, verliert deine Seele ihre Orientierung, sagte einst ein Ältester. In letzter Zeit haben die Maasai den Konflikt mit den Wildtieren überwunden und leben nun in Koexistenz mit ihnen. Sie beteiligen sich an Naturschutzgebieten, werden zu Reiseleitern, verfolgen Elefantenherden und schützen sogar vor Wilderern, nicht mit Waffen, sondern mit ihrem Wissen über das Land und die Gewohnheiten aller Lebewesen. Wenn die Sonne am Horizont untergeht, kehren die Maasai in ihr Dorf zurück und die Graslandschaften sind wieder in eine zerbrechliche Stille gehüllt. Doch nicht weit entfernt nähert sich ein anderes Lebewesen lautlos, schwer, stolz und so kostbar wie die Seele dieses Kontinents selbst, das Spitzmaulnashorn. Mit seiner panzerartigen Haut und 2 gebogenen Hörnern ist es eines der ältesten noch lebenden Säugetiere. Trotz seines Gewichts bis zu 1400 Kilogramm kann es Geschwindigkeiten von 55 Kilometern pro Stunde erreichen. Mit ihren charakteristischen hakenförmigen Lippen brechen sie Äste und ernähren sich in trockenen Umgebungen von Blättern. Sie sind fast blind, verfügen jedoch über ein hochsensibles Gehör und einen ausgeprägten Geruchssinn. Sie leben ein zurückgezogenes Leben und greifen nur an, wenn sie bedroht werden. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit ist diese Spezies vom Aussterben bedroht. Nicht aufgrund natürlicher Ursachen, sondern aufgrund menschlicher Gier. Ihre Keratinhörner, die ähnlich dem Material ähneln, das aus dem Fingernägel bestehen, werden wie Schätze gejagt. Manchmal werden ganze Populationen ausgerottet, nur um ein paar Kilogramm schwarzes Horn zu erhalten. In Kenia werden die Schutzbemühungen verstärkt. Denn wenn das Spitzmaulnashorn verschwindet, verlieren wir nicht nur eine Tierart, sondern auch einen lebenden Zeugen für Millionen Jahre Evolution. Als die Sonne hinter der massiven Silhouette des Spitzmaulnashorns unterging, färbte sich der Himmel in einem leuchtenden Kupferton und wich allmählich dem sanften Licht eines neuen Tages. Die kenianische Savanne erwacht, aber nicht mit Brüllen oder schweren Schritten. Aus dem dichten Schatten eines alten Akazienbaums schleicht sich ein Schatten hervor, weich, geschmeidig und berechnend.
Es ist der Leopard, Panthera pardus, Afrikas Meister der Tarnung. Im Gegensatz zum lauten, majestätischen Brüllen der Löwen oder der explosiven Geschwindigkeit der Geparden bewegt sich der Leopard wie ein stiller Wind, ohne Geräusche, ohne Truben. Sein goldenes Fell mit blacken Flecken hilft ihm nicht nur, sich in das sonnenverbrannte Gras einzufügen, sondern verbirgt auch seine kalten, durchdringenden Augen, die jede Bewegung seiner Beute beobachten. Tagsüber ruht sich der Leopard normalerweise auf hohen Ästen aus, einem sicheren Ort fernab von Hyänen und Löwen, während er sein weitläufiges Jagdgebiet beobachtet. Heute jedoch hat er beschlossen, früh zu handeln. Unter ihm hat sich eine kleine Antilope von der Herde getrennt und duckt sich, um nach zartem Gras zu suchen. Im Gegensatz zu Löwen, die in Rudeln fressen, tragen Leoparden ihre Beute auf Bäume, um Aasfressern zu entgehen und ihre Mahlzeit in Ruhe zu genießen. Oben auf dem Baum sitzt nicht nur die Leopardenmutter. Sondern im dichteren Laub auch ihr Junges, das viel kleiner ist und ein dunkleres Fell mit noch schwachen Flecken hat, als hätte die Zeit noch nicht aufgehört, sie zu mahlen. Inmitten der hochaufragenden Bäume der kenianischen Savanne liegen Mutter und Junges still wie eine stille Note in der fortwährenden Symphonie der Wildnis. Es gab kein Gebrüll, keine dramatischen Jagden, sondern nur die Stille des Überlebens, die unausgesprochene Verbindung zwischen Mutter und Kind, zwischen Tradition und Instinkt. Das ist die wahre Natur dieses Ortes. Er ist nicht immer wild, aber er birgt immer eine kraftvolle und tiefgreifende Vitalität. Kenia, ein Land, in dem jedes Lebewesen, sei es ein Gepard, ein Elefant, ein Löwe oder ein Mensch, auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Existenz und Aussterben wandelt. Sie zu schützen bedeutet, den ursprünglichen Herzschlag zu bewahren, den uns die Erde seit Beginn der Zeit geschenkt hat.